Wir müssen gleich arbeiten miteinander. Ein bisschen Herz, ein bisschen Verstand, es geht ja zuletzt um unser Land. Bleiben wir Hand in Hand. Wir sind ja eins, nicht zweierlei, und alle im gleichen Land daheim. Meinst du auch, du redest an der Wand? Es geht nur miteinander. Am schönen Sonntagmorgen, die Luft ist blau und die Welt ist hell. Weg mit allen Alltagssorgen. Jetzt heisst Trampen und dann schnell durchs Gebüsch ans Seeli runter. Dort sind die Egli riesengroß. Und dann still am Wasser sitzen, die Sonne blitzt durch alle Ritzen. Der eine macht's eben, der andere das, hat jeder seine Freude. Ob einer Krömer, ein beim Staat, der Fische gefällt halt beiden. Man kennt sich nicht und ist doch Freund, man gesprächelt und man lacht. Und schau jetzt da, der Riesenfisch, es ist eine wahre Pracht. Er hilft sich gern und hilft mit Freude, es geht gut so, Hand in Hand. Meinst du auch, du kommst allein ans Ziel, zuletzt geht's nur miteinander. So, Sie sind meine im rechten Moment gekommen. Ja. Nur schade, dass ich ihn nicht an der Angel hatte, der Mordskerli. Sie, das ist eine Stelle, sage ich Ihnen. Da ziehen Sie heute noch mehr solche raus. Ja, wir wollen es hoffen. Merci für den Rat, übrigens. Hofer. Mörgeli, freut mich. Schauen Sie, schauen Sie. Die warten noch auf Sie. Am trüben Montagmorgen, die Luft ist grau und die Welt ist müde. Dann ist das Leben voller Sorgen, wenn's einem das Geld zum Sack auszieht. Grün und weisse Formulärli und am Schalter so viel Leute. Wenn man will, sein Geld abladen. Die Post nimmt nicht nur das Geld, auch die Zeit. Und dann kann man rumstehen. Zeit versuchen, warten lassen. Und sich die Stunde um die Ohren schlagen. Oder seine Wut auslassen. Nur nicht vorzwängen, gell? Das haben wir dann gar nicht gern. Und dann kann man es nicht verstehen, Warum geht denn das auch so eine strahlige Länge? dass es muss der Reihe angehen. Ja, die Herren von der Post nehmen es halt gemütlich. Es ist ja unsere Zeit, die es vergütet, nicht ihre. Schliesslich möchte der stillste Mann einfach mit der Fuß reinschlagen. So, also jetzt langt's dann. Ich habe keine Lust mehr zum Zuschauen, wie da vorne Zeit verplempert wird. Mit dem Bärentempo können ihr jetzt einmal aufhören. Aber Herr Hofer, wenn Sie es so brisant haben, warum kommen Sie dann ausgerechnet zur Stosszeit? Ich kann auch nicht mehr machen, als die Leute bedienen. Ja, jetzt schau da, der Herr Mörgeli. Excuse, aber ich habe Sie von weitem gar nicht gekannt. Hey, ja, ich habe nur gemeint, er müsste halt, hey, ja, dann müsst ihr eben mehr Leute einstellen. Es fehlt gerade noch. Ich meine, fangst genug von diesen Beamten. Es müsste noch ein bisschen tiefer geschafft werden. Na, da haben sie doch nicht nötig. Die kommen den Zapfen am Ende vom Monat über, ob schnell oder langsam arbeiten. Der denkt so und der denkt so. Jeder hat seine Meinung. Der sagt Sepp, der andere das. Selten ist man einig. Ob du hinter dem Schalter stehst oder vorne dran, das ist eben zweierlei. Denken muss man dran. Und jetzt wollen wir einmal mit den Augen von dem, der hinter dem Schalter steht, in die Welt raus schauen. Da gibt es etwa die gespässige Müsterli zu sehen. Zum Beispiel der Herr Karl Uvernunft bei so einer Einzahlerzusammenkunft. Was will echt der? Ich muss einen brisanten Expressbrief aufgeben. Flugpost und Charge und nicht etwa da lassen. Der muss noch heute Nacht auf Guatemala. Und sagt man ihm dann im Gestürm und im Grenn, er soll ja an einen anderen Schalter gehen, als zwei nebenan. Dort stehen ja schließlich Postsendungen dran. Was? Also das ist der Gipfel. Das ist doch wieder mal typisch für alles beim Staat. Wo man hinkommt, schickt es einen von einem Schalter zum anderen. Man ist überhaupt bloß nicht da, um von einem Schalter zum anderen geschickt zu werden. Aber von der anderen Seite aus geschaut, vom Publikum aus, zum Schalter innen. Ja, da finden wir auch etwa die gespässige Müsterli. Heute hat es am ganzen Schalter keine Leute. Nebendran, wo es Briefmarken gibt, ist es dick von Leuten. Man hat es halt brisant und geht dort hin, wo es leer ist. Dort geht es doch am schnellsten, wo wenig Verkehr ist. Zuerst heisst es warten, warum auch? Gespässig. Was der für ein Gesicht macht, der heisst sicher hässig. Jetzt kommt er. Grüezi. Excuse, könnte ich echt schnell eine 2-Franken-Briefmarke haben? Wie bitte? Seht ihr denn nicht, dass das der Schalter für Paketannahme ist? Sie haben doch Briefmarken. Ich habe gedacht, so... Da könnte jeder kommen. Ja, das ist natürlich auch keine Art und Weise. Aber gehen wir wieder auf die andere Seite der Schranke. Das Mal sind wir beim Zoll und schauen uns die Leute an.
Glauben Sie, so jemand wie der Herr Schlau sei für Zöllner angenehm? Es ist ja sonnenklar, dass der Herr Schlau versucht zu schmuggeln. Schauen Sie, ein Bärli funkelnagelneue Schuhe, die direkt vom Ausland schmöcken. Und weil er es nicht will zugeben, müssen alle Leute warten. Und zuletzt muss er noch einen Bus. Was, Bus? Ich habe keinen Bus. Sie sind ja nicht bei Trost. Das ist doch der Gipfel, wenn Sie nur das Geld zum Sack rausziehen können, die vom Staat. Ja, nun, Herr Schlau, das Mal haben Sie schlau sein. Ein Zollbeamter hat seine Vorschriften wie jeder Beamte. Und nicht zu wenig. Vorschriften, wo das ganze Schweizer Volk dafür war. Und Sie wären sicher der Erste, der reklamieren würde, wenn man einfach alle Vorschriften umging. Und wenn man das Bild wieder drüllt. Vorschriften dürfen natürlich auch nicht falsch verstanden werden. Wenn zum Beispiel der Zollkontrolleur genau solche Blumen entdeckt. Sie, das sind Blumen. Die Einfuhr von Blumen ist dann zollpflichtig. So schmeckt denn das so gewaltig nach Amtsschimmel, dass man fast nur noch lachen kann. Aber eben, Fehler gibt's auf beiden Seiten. Vor dem Schalter, hinten dran. Der will sein Amtsrössli reiten, der meint, er sei einzig da. Alles wäre ja vielmal leichter, würde beide Verständnis haben. Es hat ja keine Licht im Leben. Und darum singen euch nicht an. Ein bisschen Herz, ein bisschen Verstand, es geht nur miteinander. Es tut mir leid, dass es so lang gegangen ist. Aber heute ist auch gar ein Gestürm. Nein, mir tut's leid. Ich bin halt auch ein bisschen nervös in der letzten Zeit. 196,40. Ich fahre am nächsten Sonntag an den Stubersee. Egli, wissen Sie? Kommen Sie auch? Ja, ich will schauen. Ich gebe Ihnen dann noch Berichte. Danke. Adieu. Dort habe ich dann einmal einen 12-pfündigen Hecht rausgezogen. Es müsste kein Fischen sein. So ein Aufschnitt. Eher ein 12-pfündiger Schuh voller Wasser. Zuletzt geht's ja doch noch miteinander. Ein bisschen Herz, ein bisschen Verstand. Es geht ja zuletzt um unser Land. Bleiben wir Hand in Hand. Wir sind ja eins, wir sind nicht zwei. Wir sind im gleichen Land daheim. Es hat ja kein Licht im Land. Es geht nur miteinander. Jechtes Jahr, Herr Bohnenblust, Sie gehen ja wieder in die Post zurück. Ich wäre so froh, wenn Sie das Kärtchen mitnehmen würden. Es ist schon frankiert. Wissen Sie, meine Cousine ist im Ferienhäuschen im Muttertal und hat Geburtstag. Ja, ich will es gern besorgen. Adi, Frau Walder. Es hat ja kein Licht im Land. Nehmen wir nur einmal das Kärtchen da. Gerade an dem kann man sehen, dass es auch der Staatsangestellte nicht Licht hat. Durch wie viele Hände geht so eine Karte? Wie viel Pflichtgefühl braucht es, dass sie nicht verloren geht? Und wie wenig geht verloren bei unserer PTT? Der winzig kleine Geburtstagsgruß, wo da in Krachen rauf muss. 3/4 Stunde, ein steiler Weg. So eine Karte geht nicht zu Fuß. Ein heißer Tag, eine Sommersonne und müde Beine und Füße. Und doch, es muss da sein. Alles für die herzlichen Geburtstagsgrüße. Aber gerade darauf kommt es ja an, dass alles besorgt wird. Und wenn es auch Schweiß braucht. Und wenn es auch nur für ein Geburtstagsgrüßli ist. Wer weiß, wie wichtig es ist. Alles kann wichtig sein. Darum muss man sich können auf die Post verlassen. Jesus, wegen dem Geburtstagskärtchen sind Sie jetzt extra da raufgekommen. Ja, morgen haben Sie wahrscheinlich nicht mehr Geburtstag. Also, gratuliere den vielmal. Zuverlässigkeit, äußerste Pflichterfüllung, genaues Schaffen, all das wird von der Post verlangt. Und jeder Angestellte von der Post weiß es und handelt danach. Die Exaktheit von unserer Post ist berühmt. Und sie ist exakt, weil sie weiß, was sie am Land, der Arbeit, denen, die arbeiten, jedem Einzelnen schuldig ist. Wer von all denen, wo hier und da mit so einem kleinen Ärger auf die Staatsbeamten schimpft, möchte echt einmal tauschen mit so einem Zöllner? Wochenlang leben die auf einsamen Bergposten oben. Tag für Tag haben sie ihre langen und beschwerlichen Patrouillen zu machen. Sie machen ihren Haushalt selber und sind ganz auf sich angewiesen. Und es ist nicht immer gemütlich, wenn man wochenlang in so einer engen Hütte leben muss. Manche denkt vielleicht, es gäbe nichts Schöneres, als jeden Tag so einen Bergausflug zu machen. Aber bei jedem Wetter, stundenlang, wochenlang, ob es schneit, ob es hagelt, den Gefahren, die vom Berg und von den Schmugglern drohen, ausgesetzt sind, ja nun, das ist sicher nicht jedermanns Sache.
denken wir auch einmal an die vielen tausend Bahnarbeiter, die Tag für Tag, Nacht für Nacht für die Sicherheit von unserer SBB sorgen. Da wird zum Beispiel ein Schienendefekt entdeckt, mitten in der Nacht. Das heisst, sofort handeln. Die Schiene muss sofort ausgewechselt werden. Nicht erst, wenn es Tag ist. Nein, heute Nacht. Und zwar schnell. Es darf keine Verspätung geben im Zugverkehr. Und so wird der Defekt behoben. In strenger Nachtarbeit, von der kein Reisenden etwas erfährt. Und wenn es wegen so etwas vielleicht doch einmal eine Verspätung gibt. Also das ist doch einfach schon 15 Minuten Verspätung. Ja, es ist eigentlich wahr. Was ist echt da los? Ja, der Stationsvorstand pfust sicher noch. Wenn sie nur pfusen können, die Staatsangestellten. Hoppla, das geht auf Sie, Herr Mörgeli. Sie, Herr Stationsvorstand, warum fahren wir nicht an? Ja, es hat einen Schienendefekt da vorne bei Flüchtlingen. Sie haben mir die Schienen auswechseln. Aber wir fahren gerade ab. Schienendefekt. Gestern bin ich einmal auch da und da hat es keinen Schienendefekt gehabt. Also, mir persönlich ist es lieber, Sie reparieren den Schaden. Ich möchte heute lieber fischen, als Gipsverbändlis machen. Ja, jetzt haben die bei Mike müssen am Sonntag die Schiene auswechseln. Das ist auch kein Vergnügen. Ach, die sollen nur auch mal etwas tun, ihr faulen Geiber. So, jetzt tut es dann jemand. Was haben Sie eigentlich gegen die Pendler? Was sehen wir? Mit ihnen rede ich gar nicht. Aber ich mit Ihnen? Statt dass Sie diesen Pendlern dankbar wären, die bei Nacht und Nebel aufgestanden sind und das Gleis repariert haben. Sie wären als Streckenwärter natürlich an dieser kaputten Schiene vorbeigelaufen. Dumm. Endlich. Sehen Sie? Jetzt fahren wir. Und erst noch miteinander. Warum hast du streiten? Wir sitzen ja schließlich alle im gleichen Zug. Man sitzt ja doch im gleichen Zug, man zieht am gleichen Strang. Und wenn man miteinander fährt, dann wird kein Weg einem lang. Ob Hofer oder Mörgeli, ob staatlich, ob privat, es sollte keine Barriere geben, die zwischen allen steht. Wir sitzen all im gleichen Zug und jeder tut sein Bestes. Und kommt man miteinander aus, dann haben wir Ruhe im Haus. Wir sind ja eins, nicht zweierlei, wir arbeiten füreinander. Wir sind ja füreinander da, es geht nur miteinander.